Nach einer sehr erholsamen Nacht im Historic Route 66 Motel in Seligman sind wir wieder on the road. Das Motel können wir wirklich empfehlen. Schöne große Zimmer im Route 66 Design, sauber und, ja, hier haben sogar schon Filmstars genächtigt. In unserem Zimmer schlief zum Beispiel John Provost, der in der Serie Lassie den Timmy verkörperte. Aber ehrlich, Lassie selber wäre mir lieber gewesen. Überhaupt hat dieses Motel eine wirklich lange und auch interessante Geschichte, aber das würde jetzt hier wirklich zu weit führen. Zwar bekommt man mit dem Zimmerschlüssel von hier im angrenzenden Roadkill Café einen Rabatt, aber wir frühstücken natürlich gegenüber, bei Lilo. Und frisch gestärkt sind wir bereit für einen weiteren Tag auf der Route 66. Aber erstmal unsere obligatorische Morgenrunde durch den Ort. Einmal hin, einmal zurück. When we kiss, it puts my mind at ease. It feels like home to me. Yeah. You're like a long walk on a summer night, holding hands underneath the moonlight. In that moment, I find my sense of peace. Feels like home to me. Yeah. Feels like home. Right next to you is where I belong. Safe and warm, wrapped up in your arms, holding tight, just right. Well, there's no place on earth I wanna be, 'cause here with you feels like home to me. I'm gonna plant my heart, put down some roots, and watch it grow. Girl, we're gonna see us through, 'cause I found the one who I never wanna leave, and she feels like home to me. Yeah. Feels like home. Right next to you is where I belong. Safe and warm, wrapped up in your arms, holding tight, just right. Und dann steht das mit schönste Stück der Route 66 bevor. Zwischen Seligman und Kingman ist sie nämlich noch ursprünglich erhalten. Mit etwa 90 Meilen haben wir wieder eine sehr kurze Etappe vor uns, aber wir haben ja noch einen kleinen Ausflug vor. Holding tight, just right. Well, there's no place on earth I wanna be, 'cause here with you feels like home to me. Guck mal, die Fälle. Die leben hier glücklich noch. Die sind ja eingefärscht wie bei uns, ne? Ja.
Wir kommen an den Grand Canyon Caverns vorbei. Vorbei, weil wir hier 2019 Halt gemacht haben. War schon nett anzusehen, die alte Tankstelle Radiator Springs. Die Caverns selbst sind die größten Trockenhöhlen in den USA, die man besichtigen kann. Haben wir damals nicht aus Zeitgründen und diesmal werden keine Touren angeboten. Man kann hier tatsächlich auch in der Höhle übernachten. Es soll das dunkelste, ruhigste und tiefste Hotelzimmer der Welt sein. 200 Fuß unter der Erde, also etwa 60 Meter. Sicher ein Erlebnis zum Schnapperpreis von $1000 für 2 Personen. Ohne Frühstück, versteht sich. Nee, danke. My vagabond heart. Again, the open road lies before me. That old itch was starting to burn. It's the simple things that always draw me to see what lies behind the next turn. It won't be still, my vagabond heart. It's here in the calling road. So be still. Wir halten kurz in Peach Springs, Native-Gebiet, Hualapai. Nach unseren Erfahrungen sind wir super vorsichtig und wollten erst gar nicht halten. Aber hier gibt es wieder einen Stempel für unseren Passport. Wir werden wirklich außerordentlich freundlich begrüßt und man plaudert ganz ungezwungen und neugierig mit uns. Fotos wollten wir lieber nicht machen, aber ein wenig versöhnt sind wir nun doch, ehrlich gesagt. Das Örtchen zählte bei der Volkszählung 2020 tatsächlich 1363 Bewohner. Kann man gar nicht glauben, wenn man es so sieht. Einfach so mitten im Nirgendwo. Auch schon länger zu hier, das Café. Ja, ich glaube auch. Das Motel auch. Da Ja. My vagabond heart. My vagabond heart. Yes, I was an easy one to fool. Blue-eyed and blonde, just a regular tool. But some things you just don't realize. Even though they're happening right in front of your eyes. I'm not even sure just what went wrong. All I know, I've stayed here for too long. Unser nächster Stop, weil Stempelstop, ist Keepers of the Wild, eine akkreditierte gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz misshandelter, vernachlässigter, verlassener und ausgemusterter Wildtiere widmet.
Wir hatten bisher nie davon gehört, uns aber im Nachhinein damit beschäftigt. Schaut es euch einfach mal im Internet an. Leider hatten wir keine Zeit, den Tierpark zu erkunden, aber wir wissen, dass unsere Spende hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle ist. Ein absoluter Must-Stop an der Route 66 ist der Hackberry General Store, ursprünglich vom Route 66 Künstler Bob Waldmeyer betrieben und eines der wohl sehenswertesten Route 66 Museen. Auf unserem Weg von Seligman zurück nach Las Vegas im Oktober 2019 haben wir hier bereits gehalten und waren begeistert. Auf Bilder haben wir diesmal verzichtet, die blenden wir von damals ein, denn wirklich verändert hat sich ja nichts. Leider ist der Wind mittlerweile so stark geworden, wir lassen einfach mal den Ton drin. Aus dem geplanten gemütlichen Kaffee vor dem Store wird leider nur ein etwas kürzerer Aufenthalt. Der Wind peitscht einen den Sand um die Ohren und das ist wirklich unangenehm bis schmerzhaft.
Wir fahren die alte Route 66. Der Wind wirbelt den Sand wirklich ringsum heftig auf. Das haben wir so noch nicht erlebt. Richtige Sandwände und Sandhosen sind das. Aber trotzdem ist die Fahrt sicher, die Straße scheint relativ geschützt vor diesem Sturm. Zumindest merkt man es beim Fahren wirklich kaum, Gott sei Dank. For you to leave the past behind. We can run through fire and rain, but it always feels the same. 'Cause I've loved you for a lifetime. When I hear you say my name, it always feels the same. 'Cause I've loved you for a lifetime. Dann kommt die erste Ampel seit Ewigkeiten und damit kommen wir nach Kingman auch nicht zum ersten Mal. Am Motel angekommen, wollten wir nur kurz einchecken und dann weiter ein kleiner Ausflug nach Bullhead City und Loveland in Nevada. Ist nicht weit und Kingman kennen wir ja schon. Also zumindest war das so der Plan. Beim Einchecken erklärte man uns, dass keine Buchung vorläge. Man war wirklich sehr bemüht und wollte uns innerhalb einer Stunde ein Zimmer fertig machen. Wir sollen dann wiederkommen. Alles kein Problem. Also erstmal zum nächsten Walmart. Wir mussten ja eh noch einkaufen. 2,5 Meilen einfach aber nur geradeaus. Hier ist immer nur geradeaus. Irgendwie, ne? ohne Abbiegen. Als wir wieder am Motel waren, war die junge Dame an der Rezeption wirklich bemüht, fand aber immer noch nicht unsere Buchung. Ich gab ihr mein Smartphone, da war ja alles drauf. Und sie stutzte, dann lachte sie und nahm den Telefonhörer in die Hand, machte irgendwo anders ein Zimmer für uns klar. Also etwas merkwürdig war das Ganze schon, zumal wir ja wirklich gebucht und auch schon bezahlt hatten. Belege hatten wir. Nach dem Telefonat erklärte sie uns, was schiefgelaufen war. Wir waren schlicht und ergreifend im falschen Motel gelandet. Von dieser Kette gibt es 2 Motels in Kingman. Eines auf dieser Straße West, das hatten wir gebucht. Und dann noch auf der gleichen Straße East, da waren wir jetzt. Das Telefonat war lediglich ein Anruf in dem anderen Motel, wo sie uns ankündigte und dort bat, das Zimmer schon fertig zu haben. Uns war das dann doch etwas peinlich, aber sie lachte und meinte, das käme hier jede Woche wenigstens einmal vor, auch umgekehrt. Aber im anderen Motel bräuchte man noch einen Moment Zeit, so gab es obendrauf frischen Kaffee und kühles Wasser. Dass wir ein großzügiges Trinkgeld dort ließen, war selbstverständlich. Tja, die Straßen in den USA sind lang, sehr lang. Irgendwo wird dann Richtung West und East unterteilt und darauf sind wir reingefallen. Wir fuhren dann weiter Richtung West, konnten einchecken und dann unseren Tag fortsetzen. Auf ein neues. Mittlerweile ist es wirklich wahnsinnig heiß geworden. Unser Dock zeigt auf dem Display 108 Grad Fahrenheit an, das sind schlappe 42 Grad. Und durch den starken Wind hat man draußen das Gefühl, man steht im Backofen. Mit Umluft. Da sind wir ganz froh, im gekühlten Auto zu sitzen.
Wir fahren raus aus Kingman und nehmen die 68 durch Golden Valley. Unterwegs ein Unfall, also da kann man sich mal wieder eine Scheibe von abschneiden. Wir lassen das mal im Original laufen. Nicht, weil wir neugierig sind, Gaffer sind echt die Pest, aber um zu zeigen, dass es auch anders geht wie bei uns in Deutschland. Hier fährt jeder mit Abstand und Anstand langsam vorbei, keiner hält an, um zu gaffen. Wir hatten übrigens am nächsten Tag ein wenig recherchiert, warum der Unfall ereignete, haben wir nicht erfahren, aber zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt, sonst hätten wir das jetzt nicht gezeigt. Lost outside of nowhere. A stormy rain tried to wash away the dream. Staff wanted says. In Bullhead City teilt der Colorado River Arizona und Nevada. Und da geht es jetzt rüber, nach Loveland, um genau zu sein. Dort soll es ein Outlet geben, das ist eigentlich unser Ziel. Welcome to Nevada. Ja. Die Stadt ist nicht groß, 2020 waren hier zur Volkszählung knapp 8.500 Einwohner gemeldet. Aber Loveland hat nach Las Vegas und Reno tatsächlich die drittmeisten Casinos in Nevada. Wussten wir gar nicht, aber erstmal ins Outlet. Meinst du, kommt so ein kleines Nevada, Las Vegas, ne? Das hab ich schon gesagt, sieht aus wie Las Vegas. Da die ganzen Hotels und Casinos. Aus dem Backofen-Parkhaus rein ins gekühlte Outlet. Okay, wir waren enttäuscht, kaum Geschäfte, kaum besucht, aber trotzdem erfolgreich. Aber wir haben weniger Zeit gebraucht wie gedacht. Wir drehen eine kleine Runde durch Loveland mit dem Auto. Gekühlt. Zu Fuß keine Chance.
aber nicht ganz so viel Verkehr wie in Vegas hier. Okay, wir sind ja keine Zocker, ganz im Gegenteil. Aber wenn man hier vor der Nase eine Art Mini-Las Vegas hat, wollten wir zumindest mal schauen. Also rein ins nächste Backofenparkhaus und rein ins gekühlte Casino. Also wenn wir es nicht gewusst hätten, wir hätten gedacht, wir sind wieder in Vegas. Und wir wollten wenigstens einmal kurz das Glück herausfordern. $1 rein, zweimal die Knöpfe gedrückt und dann wusste ich nicht mehr, wie mir geschah. Mein Automat bimmelte und klapperte und drehte sich weiter und weiter. Die Zahlen gingen immer höher. Als diese Maschine dann endlich wieder still war, drückte ich schnell auf den Knopf für den Bon. Die Automaten schmeißen ja keine Münzen mehr raus. Sage und schreibe $25,99 und das für einen $1 Einsatz. Das ließen wir uns auszahlen und dann ging es raus wieder in die brütende Hitze. Die macht uns echt zu schaffen. Wieder über den Colorado zurück nach Arizona und statt eines gemütlichen Bummels durch Bullhead City drehten wir lieber im gekühlten Auto eine kleine Runde. Naja, ist jetzt auch nichts Großartiges gewesen. I can't seem to lift my head straight. Just laying in the shades with you. Win or lose, we take it easy. Day by day, oh that's what we do. Watching people all stressed out, running through their lives, a game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever, stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever, 'cause I got the world in my hand. Don't you worry about tomorrow. Let's stay up until the morning light. Let the sun take care of your sorrow. And I promise the kids will be alright, 'cause we don't want them all stressed out, running for their lives, a game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever, stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever, 'cause I got the world in my hand. Wir fahren wieder zurück nach Kingman und beschließen, den Abend im Motel am Pool ausklingen zu lassen. Unterwegs verprassten wir unseren Gewinn bei einem feudalen Abendessen. Burger und Pommes to go bei Wendy's. Die sind echt gut und mittlerweile zu einer unserer liebsten Fastfood-Ketten geworden, so am Rande mal erwähnt. Aus dem Bad im Pool wurde nichts. Das Wasser war eiskalt. Aber der Tag war trotzdem schön und wir lassen ihn gemütlich ausklingen. Mit Blick auf den Geier, der über unserem Motel kreiste. Faszinierend und auch ein bisschen gruselig. Eine Angestellte bemerkte unsere Verwunderung und erklärte uns, dass in der Nähe viele Greifvögel nisten. Wieder was dazugelernt. Morgen geht es weiter und wir werden noch mal kurz die Route 66 verlassen, um in Lake Havasu City die London Bridge anzuschauen und dort zu übernachten. Aber vorher geht es nach Oatman, die kleine Goldgräberstadt liegt auf dem Weg und wir wollen den dortigen besonderen Bewohnern noch mal kurz Hallo sagen. Aber dazu mehr in Episode 26. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of our lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!